Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute möchte ich euch mal meine Bassblockflöte vorstellen und euch auch ein paar Tipps geben, wie ihr das Spielen auf der Bassblockflöte und das Lesen des Bassschlüssels lernen könnt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Ja, das ist tatsächlich eine Blockflöte, was ich hier habe, eine Bassblockflöte. Und ihr habt euch ja gewünscht, dass ich meine Bassblockflöte mal genauer zeige und mal vorführe. Deshalb steht sie heute nicht wie gewohnt hinter mir. Und nachher habe ich noch ein paar Tipps für euch, wie ihr das Spielen auf der Bassblockflöte mit dem Lesen des Bassschlüssels, das ja dafür nötig ist, lernen könnt. Aber jetzt erstmal zu meiner Bassblockflöte hier. Die ist von Yamaha und ist in 440 Hertz, also in moderner Stimmung. Und ja, wie ihr gleich seht, hat sie ein ungewöhnliches Teil hier oben, ein Anblasrohr, was man sonst von Blockflöten nicht so kennt. Und sie hat Klappen, weil die Abstände der Löcher einfach so groß sind, dass ich sonst mit bloßen Fingern da nicht dran käme. Also ich brauche die Klappen, um die Löcher zumachen zu können. Und die Blockflöte besteht aus mehreren Teilen. Ich fange mal hier oben an. Also hier oben habe ich ja ein Anblasrohr, durch das ich blasen kann, muss ich aber nicht. Ich kann hier reinblasen und die Luft geht dann in die Flöte rein. Und dieses Anblasrohr, das kann ich abmachen mit diesem Teil. Und dann kann ich auch direkt hier reinblasen in die Blockflöte. Und da ist ja der Block, deshalb heißt das Teil ja Blockflöte. Und hier seht ihr das Labium, wie das bei allen anderen Blockflöten auch so ist. Und wenn ich jetzt andersrum reinblasen will, also direkt hier rein, dann drehe ich den Kopf der Flöte rum. Den kann man also auch abmachen, zeige ich euch gleich. Und dann kann ich direkt hier reinblasen. So, und ich spiele eigentlich lieber so, direkt hier angeblasen, als mit dem Anblasrohr. Aber man kann eben beides machen. Ja, das zeige ich euch mal noch ein bisschen genauer, dieses Teil. Vorsicht. Und zwar kann ich das auch noch mal auseinandernehmen. Ich kann das Rohr rausnehmen. Das ist hier also mit so einem Korken, wie man das sonst von den Zapfen kennt, von der Blockflöte, wo das Kopfstück drauf kommt. Und ich kann von dem Rohr auch noch das Holzteil abnehmen, das ich in den Mund nehme. Und dann hat man hier auch noch mal so eine Verbindung. Und wenn ich gespielt habe mit dem Rohr, dann nehme ich das natürlich alles auseinander zum Trocknen. So, das ist dieses Anblasteil. Ich kann, wie gesagt, komplett ohne das spielen. Ich lege das mal hier ab. Und dann habe ich die normalen Teile der Blockflöte, nämlich Kopfstück, etwas größer als bei einer Sopranblockflöte, und das Mittelteil mit den Klappen und das Fußstück. Und am Mittelteil seht ihr hier jetzt noch, dass das natürlich die Klappen hat für die Löcher, aber auch hinten eine Stütze für den rechten Daumen. Und zwar, weil die Blockflöte doch ziemlich groß und schwer ist. Und da kann es hilfreich sein, wenn der Daumen hier drunter ist. Also wenn die Flöte quasi mit diesem Daumenhalterteil hier auf dem Daumen ruht. Und da habt ihr auch so eine Öse hier. Und die ist für dieses Teil hier, nämlich zum Halten. Also wenn ich das hier einhake, kann ich das Gewicht der Blockflöte ein bisschen auf meinen Hals verteilen sozusagen. Dann muss ich nicht alles festhalten mit den Händen.
Und ja, ich habe tatsächlich beim Spielen den Daumen hier unter diesem Teil. Ich bin ja sonst überhaupt kein Fan von irgendwelchen Daumenstützen hinten. Jedenfalls bei kleineren Flöten. Bei dieser großen Flöte brauche ich es auch selbst und ist auch dieses Halteband sehr gut. Ich zeige euch das gleich nochmal mit der ganzen Flöte. Und dann haben wir natürlich, ganz wichtig, die Klappen hier vorne. Also ihr seht, hier haben wir, also hinten haben wir das Daumenloch, wie immer, zum Knicken und zum ganz drauf machen und zum ganz wegmachen. Und hier vorne haben wir erstes Loch, zweites Loch, das schließe ich ganz normal. Und dann kommt hier drunter tatsächlich kein Loch, sondern hier erst. Und da käme ich natürlich nicht dran, wenn ich das bis dahin spreizen müsste. Also lege ich den Finger da drauf und dann wird das Loch geschlossen. Und hier unten ist dann für das erste Loch hier die Klappe, bediene ich hier, weil wenn ich das hier direkt drauflegen würde, käme ich wieder nicht an das nächste dran. Deshalb schließe ich das erste Loch mit dieser Klappe und das nächste und das übernächste ganz normal. Hier habe ich auch die Halblöcher und dann kommt eben das Fußstück dazu und das hat eine doppelte Klappe bei meiner Bassblockflöte. Weil wir ja normalerweise hier unten, wir haben hier Doppellöcher und hier unten auch Doppellöcher haben. Und das ist jetzt die Doppelklappe. Also, ich muss, glaube ich, die Flöte mal zusammenbauen. Wenn ich jetzt, das geht immer schwer, ich weiß auch nicht, das kann ich einfetten, wie ich will. Wenn ich jetzt nur die rechte Klappe schließe, habe ich ein tiefes Fis. Und wenn ich beide schließe, also zusammen drauf mit dem kleinen Finger, dann habe ich ein tiefes F. So, ich halte das jetzt so komisch, damit ihr das auch sehen könnt. Okay, ja, also das zu den Klappen. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ich das hier einhake. Ich habe jetzt vorhin mit dem Anblasrohr gespielt, aber jetzt, wenn ich ohne spiele, habe ich das ziemlich kurz eingestellt, dass das wirklich direkt an meinem Mund liegt, ohne dass ich die Flöte noch anheben muss. Ja, also und dann kann ich ganz entspannt spielen eigentlich. Nee, gar nicht, das ist doch zu hoch. So. Übrigens, bevor ich es vergesse, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte, da freue ich mich. Und wenn ihr dann immer benachrichtigt werden wollt, wenn ein neues Video von mir herauskommt, dann ist es praktisch, wenn ihr das kleine Glöckchen aktiviert habt hier unter dem Video und dann bekommt ihr eine kleine Benachrichtigung, wieder ein Vera-Video erschienen. Ja, würde ich mich freuen. Gut, jetzt wollen wir mal schauen, wie die Blockflöte gespielt wird, diese Bassblockflöte. Also die Bassblockflöte steht in F, das heißt der tiefste Ton, wenn ich alle Finger drauf habe, der ist ein F und das ist genau das gleiche, nur eine Oktave tiefer wie bei der Altblockflöte. Also, wenn ihr jetzt lernen möchtet, Bassblockflöte zu spielen, dann ist es gut, wenn ihr die Altblockflötengriffe kennt. Man kann auch von der Sopranblockflöte direkt auf die Bassblockflöte umlernen, aber ich möchte euch heute mal zeigen, wie ich es tun würde, wenn ich bisher nur Altblockflöte spielen würde oder wenn ich, vielleicht auch Sopran, aber wenn ich Altblockflöte spielen könnte und alle Griffe wirklich wüsste und auch wüsste, dass zum Beispiel der tiefste Ton hier auf der Altblockflöte das F ist und dass das ein C ist und das ein E und so weiter. Die Bassblockflöte klingt also eine Oktave tiefer. Also wenn ich jetzt auf der Altblockflöte alle Löcher zu habe und das tiefe F spiele, dann klingt das genauso, als ob ich bei der Bassblockflöte das mittlere F greife. Jetzt hat die Sache mit dem Bassblockflötenspiel natürlich einen kleinen Haken, denn die Bassblockflötenstimme oder die Noten für Bassblockflöte werden normalerweise im Bassschlüssel notiert und gelesen. Das heißt, ihr müsst
erstmal wissen, was ist der Unterschied zwischen Violinschlüssel und Bassschlüssel. Der Violinschlüssel, der hat ja so einen Bauch, so einen verzierten, runden Bauch sozusagen. Und genau da, wo dieser Bauch sein Zentrum hat, da ist der Ton G. Das eingestrichene G ist dort. Und der Bassschlüssel sieht anders aus. Der hat so eine schöne Form und diese 2 Pünktchen dazu. Und auf der Linie zwischen den beiden Pünktchen befindet sich das F. Hier ist also kein G durch den Schlüssel angezeigt und definiert. Und heißt es, auf dieser Linie, wo der Schlüssel jetzt das anzeigt, ist kein G. Deshalb ist es auch kein G-Schlüssel, so wie der Violinschlüssel. Aber der Bassschlüssel ist ein F-Schlüssel und zeigt uns an, zwischen den beiden Pünktchen ist das F. Und zwar eigentlich das kleine F. So, jetzt könnt ihr hingehen und alles umrechnen, wenn ihr das wollt. Also wenn ihr wisst, an dieser Stelle ist das F. Und dann könnt ihr euch alle anderen Töne ausrechnen und das dann umdenken auf die Griffe. Also wenn ihr in den Noten seht, das müsste jetzt laut Rechnung ein D sein, dann wisst ihr von der Altflöte her, das ist dieser Griff. Aber das scheint mir zu kompliziert und ich bringe es eigentlich meinen Schülerinnen und Schülern anders bei und ich habe es selbst auch damals anders gelernt, nämlich indem ich mir eigentlich unabhängig von der Altblockflöte für eine bestimmte Note optisch einpräge, die Note sieht so aus und dazu habe ich auf der Bassblockflöte diesen Griff. Und dazu, um das hinzubekommen, sucht ihr euch dann ein paar Orientierungspunkte aus. Ihr könnt zum Beispiel anfangen damit, dass ihr das F nehmt, das tiefe F, bei dem alle Finger auf den Löchern sind. Im Bassschlüssel sieht das F für die Bassblockflöte, wenn ich alle Finger drauf habe, so aus. Das könnt ihr einfach als gegeben annehmen, das prägt ihr euch einfach ein. Mein tiefster Ton auf der Bassblockflöte, das F, sieht so aus im Bassschlüssel. Einfach als gegeben hinnehmen und dann könnt ihr euch zum Beispiel, das sind jetzt nur Vorschläge, ja, könnt ihr euch das C nehmen, das C, das nächstfolgende C sozusagen und das sieht im Bassschlüssel so aus. Und dann würde ich euch empfehlen, mal hinzugehen und die Noten, die Bassnoten wegzutun und auch die Altflöte wegzutun und nur diese Töne von dem tiefen F bis zum C mal zu spielen, die Griffe, ganz ohne Noten. Ja, dann habt ihr also, wie ihr das von der Altblockflöte her kennt, F, G, A und ich nehme jetzt mal B, B, C. Ich nehme B, weil wir eine F-Flöte haben, da bin ich jetzt in F-Dur quasi. Also F, G, A, B, C. Das sind auch hier drauf die Töne. Die sehen jetzt in den Noten anders aus. Ihr habt euch ja eingeprägt, das F sieht so aus und das C sieht so aus. Und jetzt wisst ihr die Griffe, die wisst ihr schon lange. Und jetzt könnt ihr euch konstruieren, wie die Töne dazwischen aussehen. Und dann habt ihr als Orientierungspunkt das tiefe F und könnt dann erschließen, das G muss ja dann einen Ton höher sein. Und dann schreibt ihr euch vielleicht auf oder ihr prägt euch ein, wo ist der Ton dann auf der nächsten Linie. Und so habt ihr dann die Töne dazwischen eigentlich klar. Das ist jetzt erstmal aus dem Kontext gegriffen. Das ist jetzt noch nicht in einem Stück. Und so würde ich das euch auch erstmal empfehlen. Dann könnt ihr hingehen und ihr nehmt mal vielleicht die Quinte vom C, 5 Töne hoch also, bis zum G. Das ist also der mit offenem Daumenloch. So, das C hatten wir ja eben schon. Das habt ihr ja vielleicht schon ein bisschen im Auge, also optisch, visuell euch eingeprägt. Und die Griffe bis 5 Töne höher, die kennt ihr ja auch. Könnt ihr nochmal ohne Noten spielen. Einfach C, D, E, F, G. Ja? Und das G prägt ihr euch dann ein. Das sieht im Bassschlüssel so aus. Jetzt habt ihr schon 3 Orientierungspunkte, das tiefe F, das C und das G. Und jetzt könnt ihr euch zwischen dem C
und dem G optisch in den Bassschlüsselnoten jetzt die anderen Töne dazwischen vorstellen oder notieren. Und so könnt ihr dann euch gewöhnen an dieses Lesen. Also eine super einfache Tonfolge und ihr könnt euch die Töne dazwischen aufschreiben und die dann so abspielen. Bewusst dieser Griff, dieses Aussehen des Tones. Ja, und dann könnt ihr, das sind alles nur Vorschläge, wie gesagt, ja. Vielleicht bringt ihr euch das ganz anders bei oder ihr habt es anders gelernt, dann schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, welche Herangehensweisen ihr da habt. Aber zu meinem Vorschlag, ich würde jetzt dann noch höher gehen, also von diesem offenen G aus, nochmal 5 Töne höher und diesmal mit dem H. Und dann könnt ihr euch da auch die Eckpunkte, die Ecktöne, die Orientierungspunkte merken. Also dieses G, was ihr von eben schon kennt, und das D. Und das ist wirklich ein bisschen schwieriger zu behalten, dieses D. Wenn man das sieht, denkt man automatisch, man soll B oder H spielen. Aber ich würde jetzt auch die Altblockflötengriffe und den Violinschlüssel ganz außer Acht lassen in dem Prozess. Also es ist meine Herangehensweise, ja, dass ihr wirklich wie neu lernt, der Griff, das Aussehen des Tones in den Notenlinien. So, jetzt ist es ja so, dass man ganz oft im Blockflötenensemble Bassflöte spielt und da ist es auch ganz oft so, dass es Renaissance-Musik ist. Und daraus habe ich jetzt mal 2 Beispiele genommen von einem Anonymous aus dem Jahre 1520. Da habe ich mal 2 kleine Beispiele genommen aus einer Bassstimme, von einem 4-stimmigen Quartettsatz. Und das ist jetzt wirklich eine Bassstimme, wie sie echt vorkommt im Stück. Und da könnt ihr sehen, da haben wir als erstes, was ihr jetzt vielleicht schon wisst, das mittlere G. Das ist also kein E, es ist ein G. Es ist ein mittleres G, denn wir haben ja den Bassschlüssel. Prägt euch das nochmal ein. Und dieses G haben wir dann 4-mal und dann haben wir das C, was ihr euch hier auch eingeprägt habt. Dann kommt als nächstes ein D, was einfach ein Ton höher ist. Also wenn ihr jetzt noch nicht wusstet, dass das ein D ist, ihr habt ja das C euch gemerkt, 1 höher, C, D, E, F, G, muss ein D sein. Also ein bisschen muss man natürlich nachdenken, das ist klar. Aber irgendwann prägt sich das Bild automatisch ein. Das kann ich euch versprechen, dass ihr dann die Note seht und den richtigen Ton spielt. Es ist im Prinzip genauso wie mit Sopranflöte und Altblockflöte. Da kann man auch immer wieder mal durcheinander kommen, aber wenn man erstmal in so einer Schiene drin ist, dann hat man wirklich automatisch, ist man in dem Bassblockflöten-Modus. Erfordert natürlich etwas Übung, so wie alles. So, also nach dem D kommt wieder das C und dann ist ganz einfach unser allertiefster Ton, das F. Und vom F aus geht es wieder nur einen höher, kann also nur C, D, E, F, G ein G sein. Ja, und dann 5 Töne höher gerechnet. Oder ihr habt es noch im Blick, das war nämlich im 4. Takt schon, das D. Und dann wieder G. Und das zweite Beispiel, das kommt auch aus diesem Stück von Anonymous aus dem Jahr 1520. Da habt ihr netterweise wieder das mittlere G am Anfang. Und dann geht es ja schrittweise hoch. Also C, D, E, F, G, A muss der nächste sein, die Achtelnote. Und dann ein B, also nicht H, sondern B, C und das D, was wir eben als höchsten Orientierungspunkt hatten. Das müsste also auch klappen. Und jetzt müsst ihr ein bisschen gucken und ein bisschen rechnen, aber der nächste ist dann ein B, weil wir, eigentlich steht dann H, okay, also es soll noch ein B sein. Das B gilt für die ganze Reihe. Also B, die halbe Note, dann Takt 3 ist 1 tiefer, also A. Hinten überblasen, hinten geknickt, also überblasen. Ja, und dann geht es wieder runter zum D, was ihr schon kennt, wieder zurück zum A. Also, und dann im 4. Takt wieder D, D und dann geht es einen Ton höher mit einem B davor. Also wenn ich ein D habe und ich will einen höher, ist also in dem Fall nicht das E, sondern das S. Und ihr merkt schon, so könnt ihr euch mit bestimmten Orientierungsnoten alles erschließen. Und so würde ich anfangen. Also sucht euch entweder solche leichten, einfachen Stimmen raus, wie ich sie jetzt hier gerade gezeigt habe, und
guckt immer wieder, ob eure Orientierungstöne, ob die stimmen. Und wenn ihr das ganz oft übt, auch mit verschiedenen Musikbeispielen, dann prägen sich diese Orientierungsnoten ein und dann setzt sich das wie so ein Mosaik zusammen. Plötzlich habt ihr automatisch das B im Griff. Das ist natürlich sehr auffällig. Oder ihr habt plötzlich das A. Das wisst ihr dann. Es wird auch oft wieder schief gehen, nicht verzagen dann, das ist ganz normal. Aber behaltet es bei mit euren Orientierungsnoten und der Rest ergibt sich dann. Ja, also das ist wie gesagt meine Art, wie ich es gelernt habe selber und wie ich es meinen Schülern beibringe. Vielleicht macht ihr es wie gesagt anders. Ich bin auch mal neugierig, ob ihr zum Beispiel mit der Altblockflöte Bassschlüssel übt. Was den Vorteil hätte, dass ihr nicht dieses schwere Teil die ganze Zeit halten müsst und die weiten Griffe natürlich zu schaffen sind dann immer. Also ihr müsst euch ja auch daran gewöhnen, dass die erstmal so groß ist, die Blockflöte. Aber das hat den Nachteil, wenn ich auf der Altblockflöte Bassschlüssel spielen will, dass ich verwirrt sein könnte. Ja? Also ich persönlich kann mir jede Blockflöte in die Hand nehmen und mir einfach einbilden, okay, das ist jetzt zum Beispiel das ist jetzt eine Sopranino und dann bin ich im Sopranino-Modus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man durcheinander kommt, wenn man mit der Altblockflöte Bassschlüssel spielt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr damit Erfahrungen habt oder wie ihr das macht. Und wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem Instrument, zu meiner Bassblockflöte oder zu Bassblockflöte allgemein, zum Spiel der Bassblockflöte oder zum Spiel des Bassschlüssels, dann schreibt mir ebenfalls gerne in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Ja, und wenn ihr euer Blockflötenspiel insgesamt noch viel doller verbessern und verschönern möchtet als mit diesen einzelnen Tipps, die ich euch auf YouTube gebe, dann kann ich euch meinen Online-Kurs Blockflöte Next Level ans Herz legen, denn der hilft euch, euer Blockflötenspiel in allen Facetten wirklich richtig gut anzugehen und zu vertiefen und zu verschönern und zu verbessern. Ja, das war's für heute mal wieder. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.